Und wir haben auch noch ein Gastgeschenk. Und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr das nachkocht. Und es ist einfach zu krass. Das ist über 100 Jahre alt, das Ding. Ja, das Ding ist über 100 Jahre alt. Fängst auf den Paprikas an. Der Stiefbeton vom Paprika. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Kochen wie in. Heute mit Holland. Dafür haben wir unseren Gast Rob hier. Hi. Ja, Rob, erzähl mal ein bisschen über dich. Warum bist du in Deutschland? Wie lange bist du schon in Deutschland? Genau, also ich bin seit 5 Monaten in Deutschland und studiere Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Ich habe eine deutsche Mom und mein Dad ist Niederländer, aber ich habe halt mein ganzes Leben in den Niederlanden gewohnt. Und deswegen kannst du auch so gut Deutsch, weil deine Mutter... Ja, also... Ich habe mich nämlich schon gewundert, gerade so 5 Monate, der spricht voll gut. Ich habe ich habe es schon ein bisschen geübt zu Hause natürlich. Aber ich bin noch nie in Deutschland zur Schule gegangen oder so. Ja, und darum wohne ich jetzt in Bochum. Ja, Rob, erzähl mal, was kochen wir heute? So, wir kochen heute Frikandeln, also die richtig holländische Frikandeln, nicht so wie die deutschen. Sind das gar nicht die richtigen holländischen, die wir Ja, in doch. Ja, okay. In Deutschland ja, aber es gibt ja auch deutsche Frikandeln, ne? So die runden, weißt du so. Ah, ja. Ja, Okay. gut, egal. Die holländische Frikandeln, die so länglich sind, die es in jeder Frittenbude gibt sozusagen, aber wir machen die halt selber. Coole Sache. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Rindergehacktes, Hähnchengehacktes, Eier, Ketchup Manis, Salz, Paniermehl, Zwiebeln und dann noch schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmelpulver, Korianderpulver, Gewürznelkenpulver, gelbes Senfpulver, Muskatpulver und Cayennepulver. Das sind ganz schön viele Zutaten. Das sind ein paar, ja. Vor allen Dingen viele Gewürze. Ja, krass. Was ist denn Ketchup Manis? Ketchup Manis, das ist so ein... Manis? Ja, ich glaube, das kommt aus China oder so, keine Ahnung. Ja, cool. Okay, dann brauchen wir jetzt die einzelnen Schritte einmal. Also wie kochen wir das jetzt? Wie sind die einzelnen Schritte? Genau, also wir machen erstmal alle Gewürze beieinander in eine Tasse, dann vermischen wir das. Und das Gehacktes zusammen, also beide, das Rindergehacktes und das Hähnchengehacktes. Dann kommen da halt das Paniermehl und die anderen Zutaten zu, dann muss man das gut vermischen. Dann kommen die ganzen Gewürze da rein und dann am besten in der Küchenmaschine oder durch den Fleischwolf, dass es alles schön fein wird sozusagen, feine Masse. Und dann braucht man einen, ich vergesse das jedes Mal, wie heißt das? Dieses Rohr da. Ja, genau. Dieses Rohr, was denn für ein Rohr? Ja, so aus dem Baumarkt, so ein Rohr. Ernsthaft? Ja. Was, du musst das in deinem Rohr machen? Ja, cool. Ja, genau. Also man braucht ein Rohr aus dem Baumarkt mit 2,5 cm Innendiameter sozusagen, wo wir später die Masse reindrücken und dann kochen. Also in dieses Rohr kochen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Sieht lustig aus, auf jeden Fall. Das Essen war sehr aufwendig. Rob, wie isst man das jede Woche? Wie oft isst man die Frikandeln? Also die Frikandeln selber, also Holländer frittieren schon ziemlich oft, aber meistens werden die halt gekauft, weil die super günstig sind in Holland, die Frikandeln. Aber schmecken dann halt nicht so geil wie selber gemacht, ne? Aber machst du das also so dann Familienfesten oder sonntags? Ja, also sonntags, nee, eher nicht. Aber also Samstagabends halt ist ein bisschen Aufwand und dann zusammen halt die Frikandeln machen, aber nicht oft, also halt. Und wer kocht das dann, deine Mama oder von wem hast du das Rezept überhaupt? Also ja, von meiner Mom und die wieder, also von meiner holländischen Oma. Okay, die Jahrhunderte geht dieses Rezept zurück. Wahrscheinlich. Deswegen sind auch so viele Gewürze da drin. Jedes Jahr kommt eins dazu dann. Jede Generation hat da so seinen Feinschliff. Genau. Ihr könnt das gerne nachkochen. Also ist ein bisschen aufwendig, aber sie haben echt gut geschmeckt. Richtig, richtig gut. Also wenn ihr mal so Pommes oder diese Frikandel an einem holländischen Fritteusenladen in Deutschland probiert habt, das ist kein Vergleich. Kann ich euch nur empfehlen. Und wir haben auch noch ein Gastgeschenk. Und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr das nachkocht. Und es ist einfach zu krass. Das ist das Gastgeschenk. Rob, wie heißt das? Das heißt Schulen, also das ist ein Schulback. Und die kommen dann halt so runde Steine rein und
wenn die dann, ja, kriegt man halt Punkte, die Steine kommen jetzt. Punkte für, also wenn die hier reinkommen, dadurch, dann kriegt man die Punkte dafür. Und wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Und das ist so ein richtiges urholländisches Spiel. Das ist über 100 Jahre alt, das Ding. Ja, das Ding ist über 100 Jahre alt. Ja. Aber früher hat man das selber gebaut. Heutzutage kaufen die Eltern das. Aber, ja. Wie gesagt, kocht das gerne nach und ihr könnt es gewinnen. Schickt uns einfach ein Bild von dem nachgemachten Frikandel, ladet es bei Facebook, Twitter, Instagram einfach hoch. Und keine kaufen, ich sehe den Unterschied. Genau, auf keinen Fall kaufen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Rob, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie sagt man Tschüss auf Holländisch? Doei.